Nicht, dass ich vergesse, die Aufnahme zu starten. Das wäre ja bitter. So. Okay. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die zu den vorherigen Folgen führt. So. Lesehilfe auf. Wir sind ganz weit hinten. Da haben wir es. So. Alles am Start. Die erste Sage heute heißt Landgraf Moritz. Beim Landgraf Moritz diente ein gemeiner Soldat. Der ging gar wohlgekleidet und hatte immer Geld in der Tasche, und doch war seine Löhnung nicht so groß, dass er samt seiner Frau und den Kindern so großem Fuß hätte leben können. Die anderen Soldaten wussten nicht, woher ihnen der Reichtum fließe, und sagten es dem Landgrafen. Der hatte auch schon gemerkt, dass es bei dem Soldaten nicht stimme, und dachte, das musst du erfahren. Als es Abend war, zog er einen alten leinenen Kittel an, hing einen schäbigen, geflickten Ranzen über, machte auch, dass seine übrigen Kleidung dazu passte, und ging wie ein alter Bettelmann zu dem Soldaten. Der fragte ihn nach seinem Begehr. »Wollt ihr, um es Gottes Willen, einen alten, armen Mann diese Nacht bei euch behalten?« fragte Moritz. »Ja«, antwortete der Soldat, »wenn du rein bist und keine Ungeziefer an dir hast.« Darüber gab der Landgraf sehr beruhigende Versicherung. Darauf erhielt er eine Abendmahlzeit. Als er damit fertig war, sagte der Soldat zu ihm, »Kannst du schweigen? So sollst du in der Nacht mit mir gehen, und da will ich dir zeigen, wie man es machen muss, wenn man zu etwas kommen will, ohne dass einer das Betteln anzufangen braucht.« Der Landgraf antwortete, »Ja, schweigen kann ich, und durch mich soll gewiss nichts verraten werden.« Darauf wollten sie schlafen gehen. Der Soldat gab ihm aber vorher ein reines Hemd, das musste er anziehen, damit er ja keine Ungeziefer ins Bett käme. Nun legten sie sich nieder. Der Landgraf konnte nicht recht schlafen, vor Erwartung dessen, was kommen würde. Der Soldat hingegen schlief sehr fest, als ob er das reinste Gewissen hätte. Um Mitternacht weckte er den Armen und sprach, »Steh auf, zieh dich an und geh mit mir.« Das tat der Landgraf, und sie gingen nun zusammen in Kassel herum. Der Soldat hatte aber ein Stück Springwurzel. Wenn er das vor den Schlössern der Kaufmannsläden hielt, sprangen sie auf. Nun gingen sie beide hinein, und der Soldat konnte über die Kasse verfügen. Doch nahm er nur vom Überschusse heraus und von solchen Kaufleuten, die mit Elle und Gewicht betrogen hatten. Das Kapital griff er nicht an. Davon gab er auch dem Bettelmann etwas in seinen Ranzen. Als sie in ganz Kassel herum waren, sprach der Bettelmann, »Könnten wir auch doch noch bei dem Landgrafen über seine Schatzkammer kommen?« Der Soldat antwortete, »Die will ich dir schon zeigen, und da liegt ein bisschen mehr als bei den Kaufleuten.« Sie gingen nach dem Schlosse, der Soldat hielt wieder seine Springwurzel vor, und alle Eisentüren taten sich auf, so viele ihre auch waren. Sie gingen hindurch, bis sie in die Schatzkammer kamen, wo die Goldhaufen aufgeschüttet lagen. Nun tat der Landgraf, als wollte er hineingreifen und eine Handvoll einstecken. Der Soldat aber, wie er das sah, gab ihm 3 gewaltige Ohrfeigen und sprach, »Meinem gnädigen Fürsten darfst du nichts nehmen, denen muss man getreu sein.« »Nun sei mir nicht böse«, antwortete der Bettelmann, ich hab ja auch noch nichts genommen.« Darauf gingen sie wieder zusammen nach Hause und schliefen wieder, bis der Tag anbrach. Dann gab der Soldat seinen Gast wieder zu essen und zu trinken und noch etwas Geld dabei und sagte ihm, »Wenn du wieder etwas brauchst, so komm getrost zu mir, betteln sollst du nicht.« Der Landgraf aber ging in sein Schloss, zog den Leinenkittel aus und legte wieder seine fürstliche Kleider an. Darauf ließ er den wachhabenden Hauptmann rufen und befahl, er solle den und den Soldaten, er nannte den, mit welchen er die Nacht herangegangen war und beim Stehlen geholfen hatte, zur Wache an seiner Tür beordern. »Ei«, dachte der Soldat, als ihm der Befehl gebracht wurde, »was wird da los sein? Du hast noch niemals Wache getan, doch wenn es der gnädige Fürst befiehlt, ist's gut.« Als er nun dastand, ließ der Landgraf ihn hereintreten und fragte ihn, »Ei, mein Braver, du trägst dich so schön und scheinst ein recht gutes Leben zu führen. Wer gibt dir denn aber das Geld zu dem Aufwand?« »Ich und meine Frau müssen es sauer mit Arbeiten verdienen«,
antwortete er. Offenbar war er auf eine solche Frage vorbereitet. »Das bringt doch nicht viel ein«, sprach der Landgraf. »Du musst sonst noch etwas haben.« Der Soldat gab aber nichts zu und blieb bei seiner ersten Auskunft. Da sprach der Landgraf: »Ich glaube gar, du gehst in meine Schatzkammer, und wenn ich dabei bin, gibst du mir Ohrfeigen.« Wie das der Soldat hörte, erschrak er sehr und wäre bald umgefallen. Als er sich erholte und um eine gnädige Strafe bat, sagte ihm Moritz: »Weil du nichts von dem meinen angerührt hast, als es deiner Gewalt stand, will ich dir alles vergeben. Und weil ich gesehen habe, dass du treu gegen mich bist, will ich dich versorgen.« Er gab ihm darauf eine einträgliche Stelle, und der Beglückte versprach gern, seine nächtlichen Diebereien zu lassen und die verführerische Springwurzel ins Feuer zu werfen. Nun, zur Springwurzel, die kam in dem Buch ja schon ein paar Mal vor. Und ich habe jetzt mal im Weltnetz nachgeschaut und 2 unterschiedliche Quellen dazu gefunden. Einmal soll die Springwurzel die kreuzblättrige Wolfsmilch sein, eine immergrüner, 2-jährige krautige Pflanze, ursprünglich aus Westasien. Oder die vielblütige Weißwurz, auch Salomonssegel genannt, eine sommergrüne, andauernde krautige Pflanze, die in gemäßigten Klimazonen Eurasien wächst. Was jetzt stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht kennt ihr ja einen Botaniker, der genaueres weiß. Falls dem so ist, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Gut, Landgraf Moritz oder Moritz von Hessen-Kassel, auch genannt der Gelehrte, war in seinen 35 Jahren als Fürst weniger mit Erfolg gekrönt. Er verlor Feldzüge und Gerichtsprozesse, die ihm viel Land und Vertrauen kosteten. Doch dafür zeugte der fleißige Moritz 18 Kinder mit 2 Frauen. Und weil das eine ganze Menge sind, lese ich jetzt mal alle einmal vor. Otto, Elisabeth, Moritz, Wilhelm, Philipp, Agnes, Hermann, Juliane, Sabine, Magdalene, Moritz, der erste war inzwischen tot, Sophie, Friedrich, Christian, Ernst, Christine, Philipp, Elisabeth, die erste war auch inzwischen tot. Hier habe ich auch noch ein Familienfoto mit seiner zweiten Frau. Irgendwie glaube ich, dass der Maler nur ein Typ Gesicht drauf hatte, aber ich meine, schaut euch mal die Tiere an. Ist schon nett. Ach ja, und nachdem der Moritz sein Amt niedergelegt hatte, zog er sich auf das Schloss Melsungen zurück und suchte den Stein der Weisen. Kein Scherz. So. Nächste Sage. Salz, Brot segnet Gott. Salz und Brot segnet Gott. Es ist ein gemeiner Brauch unter uns Deutschen, dass der, welcher eine Gasterei hält, nach der Mahlzeit sagt: Es ist nicht viel zum Besten gewesen, nehmt so für lieb. Gewöhnlich will aber der Gastgeber, der sich so äußert, haben, dass seine Besucher das Mahl in den Himmel hineinloben, oder er will damit prahlen, dass er weit Besseres nach seinen Mitteln leisten könne. Manche sagen es wohl auch aus Gewohnheit, ohne sich viel dabei zu denken, und manche freilich sehr unpassend in einem fremden Hause, um zu lästern. Ein deutscher Fürst war auf der Jagd, verlor sein Gefolge, irrte einen Tag und eine Nacht im Walde umher und traf endlich einen Köhler, der vor seiner Hütte stand. Der Fürst war heißhungrig und sprach zu ihm: »Glück zu, Mann! Was hast du zum Besten?« Er dachte wohl, dass der arme Teufel nichts Besonderes haben könne und beklagte sein Schicksal, vom Tische der Armut essen zu müssen. Der Köhler antwortete: »Ich habe Gott und allweg wohl.« »Ich habe Gott im Herzen und immer genug.« »So gib her, was du hast«, sprach der Fürst. Da ging der Köhler und brachte in der einen Hand ein Stück Brot, in der anderen einen Teller mit Salz. Das war die tägliche Kost des armen Mannes. »Dachte ich's mir doch«, meinte der Fürst. Da er aber so hungrig war, aß er und wurde satt. Nun wollte er den Köhler belohnen, fand aber, dass er wie gewöhnlich kein Geld bei sich habe. Darum löste er den einen Steigbügel ab, der von Silber war, den gab er dem Köhler. Dann bat er ihn, er möchte ihn wieder auf den richtigen Weg bringen, was auch geschah. Als der Fürst heimgekommen war, schickte er Diener aus, die mussten diesen Köhler holen. Der Mann kam und brachte den geschenkten Steigbügel mit, denn er wusste in seiner Einfalt nicht, was er damit beginnen sollte. Der Fürst hieß ihn willkommen, lud ihn zu Tische, hieß ihn setzen und tüchtig und dreist zulangen. Der soll doch merken, was man eigentlich unter einem guten Essen versteht, dachte er. Während des Mahles fragte er ihn: »Mann, es ist neulich der Herr bei dir gewesen.
Sieh dich um, sitzt der wohl hier mit an dem Tische? Ne, sitzt der wohl hier mit an der Tafel? Der Köhler merkte, dass man sich über ihn lustig machen wollte und erwiderte, mi ducht, Sie sind wohl den Sühlst. Mich deucht, ihr seid es wohl selbst. Zog dann damit den Steigbügel hervor und fuhr fort, will ihr den Hemmen wieder haben? Wollt ihr das Ding wieder haben? Nein, antwortete der Fürst lachend. Das soll dir geschenkt sein. Lasst es nur schmecken und sei lustig. Als die Mahlzeit zu Ende war, ging der Fürst zu dem Köhler, schlug ihn auf die Schulter und sagte spöttisch, nun Mann, nimm so vorlieb, es ist nicht viel zum Besten gewesen. Da zitterte der Köhler auf einmal, als ob er von einem plötzlichen Schrecken erfasst würde. Der Fürst fragte ihn nach dem Grund. Der Mann getraute sich aber nicht zu sagen. Als der Fürst darauf bestand, sagte er, »Och, Herre, es jüt steden, et wird fallen zum besten Wesen, so dumm de Tüfel achten jü.« Das heißt, als ihr sagtet, es wäre nicht viel zum Besten gewesen, da stand der Teufel hinter euch. Da wurde der Fürst sehr ernst, vergaß seinen Spott und erwiderte, »Ist das wahr? So will ich dir auch sagen, was ich gesehen habe. Als ich vor deiner Hütte kam und dich fragte, was du zum Besten hättest, und du antwortest, Gott und allgenug, da war es mir, als sehe ich einen Engel Gottes hinter dir stehen. Darum aß ich von deinem Brot und Salz und wurde satt und zufrieden. Ich will künftig deshalb auch nicht mehr sagen, dass nicht viel zum Besten dagewesen.« Also, nennt mich Bauer, aber mir spricht diese einfache arme Leute-Kost deutlich mehr an als diese komplizierten Gerichte mit ihren ausgefeilten Würzungen. Ich bin da etwas einfacher gestrickt. Quark mit Kartoffeln, Leinöl und Zwiebeln, Spinat, Rahmspinat mit Kartoffeln und Rührei, Milchreis, Milchnudeln, Grießbrei, Senfeier, Schichtkraut, Bratkartoffeln, panierter Fisch mit Kartoffelsalat, Würstchengulasch, gefüllte Paprika und das Beste, tote Oma mit Sauerkraut. Im Prinzip reicht es mir, wenn man mir eine festkochende Salzkartoffel hinstellt und zusammen irgendetwas noch dazu. Und bei richtig guten Kartoffeln reicht sogar Butter. Aber wo wir gerade beim Thema sind, arme Leute essen, jetzt kommt die nächste Sage. Die heißt Semmeln, Käse, Speck und Erbsen. Der Kurfürst Johann Wilhelm war ein ausgezeichneter Herrscher und darum sehr beliebt beim bergischen Volke. Als die Feinde einmal das Land ausgeplündert und alles Vieh weggetrieben hatten, sodass die Landleute ihre Feldsaat nicht bestellen konnten, wurde das Land vom Hunger heimgesucht. Einmal fuhr er mit seiner Gemahlin, einer holländischen Prinzessin, durch Langbrücken. Da umringten Landleute den Wagen und riefen zwischen Grüßen auch von ihrem Hunger. Die Kurfürstin, die die Landessprache nicht verstand, ließ sich von ihrem Gemahl sagen, was die armen Leute drücke, und wunderte sich, dass dieselben nicht mit Semmeln und Käse den Hunger stillten, denn das war bei ihr daheim in den reichen Niederlande als die geringste Speise bekannt, weshalb sie meinte, dass jedermann davon genug haben könne, wenn er sich nur mit solcher einfachen Kost begnügen wolle. Der Kurfürst lächelte darüber und verteilte Münzen. Die Fahrt ging weiter und wurde von Johann Wilhelm absichtlich in die Länge gezogen, sodass die Kurfürstin ihren Frühstück verlangte. Es war vergessen. Als sie nun über großen Hunger klagte, sagte er, »Ess doch Semmeln und Käse.« »Ja, reicht mir solches«, antwortete sie, »aber es ist ja nichts vorhanden und ihr spottet nur.« Da sagte er, »Euch geht es jetzt wie den armen Leuten. Sie würden gern Semmeln und Käse essen, wenn nur diese einfache Speise vorhanden wäre.« Die hohe Frau verstand die gute Lehre ohne eine nähere Erklärung und wurde von der Zeit ab wohltätig gegen die Armen. Ein andernmal hatte der Kurfürst selbst Gelegenheit, eine alte Erfahrung zu machen. Er hatte sich im Königsforste bei Bensberg auf der Jagd verirrt und wusste nun auch, wie der Hunger tut, der bei solch hochgestellten Leuten sonst ein seltener Gast ist. Der Zufall führte ihn an ein Bauernhaus, und weil es gerade Mittag war, hatte die Bauersfrau Speck und Erbsen gekocht und gab den fremden Jägersmann davon, so viel er mochte. Es schmeckte ihm ausgezeichnet, und der Fürst war der Meinung, noch nie so ein vortreffliches Gericht genossen zu haben.
Nach Hause und zum Stubenleben zurückgekehrt, rühmte er die Götterspeise und befahl, dieselbe zu bereiten, damit sich sein ganzer Hof hiervon überzeugen könne. Der Koch tat nun zwar sein Bestes, und zum ersten Mal wurde am Düsseldorfer Hof Speck und Erbsen aufgetragen, aber die Hofleute konnten in das Lob nicht einstimmen, und der Kurfürst selbst erklärte, dass die Mahlzeit nur den Vorzug der Einfachheit und Billigkeit besitzte. Er fügte aber hinzu, dass die Speise nicht im entferntesten derjenigen gleiche, der ihm jene Bauersfrau zubereitet habe. Also wurde ein kurfürstlicher Wagen mit Dienern in den Königsforst gesandt und die Bäuerin hergeholt, damit sie ihn in der Hofküche Erbsenspeck kochen solle. Aber auch ihr Gericht mundete dem Kurfürsten wenig, und dieser sah nun ein, dass es lediglich der Hunger gewesen war, der ihm die Mahlzeit so schmackhaft gemacht hatte. Da pries er die Arbeiter glücklich, deren Beruf ihnen jedes Essen würzt, und auch wenn es bloß in Erbsen und Speck besteht. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Und zwar, wenn ich Gesicht richtig gesucht habe, handelt es sich um Johann Wilhelm, um ihn hier. Doch seine Frau, die hier, kam nicht aus Holland, sondern aus Italien. In der Sage werden jetzt keine Jahreszahlen genannt, deswegen tappe ich ein bisschen im Dunkeln. Darum nur ganz kurz. Bei der Hochzeit mit Maria war Johann gar nicht dabei. Johanns Bruder stand stellvertretend für ihn am Altar, stelle ich mir ganz witzig vor. Die zwei gemeinsamen Kinder starben schon am selben Tag der Geburt, das stelle ich mir nicht so witzig vor. Und nach dem Tod von Johann ließ sich Maria als Witwe 1717 malen. Ich weiß nicht. Kommt euch die Art des Bildes nicht irgendwie bekannt vor? Könnte ein Meme werden. Gut, was den Hunger und den Geschmack betrifft, habe ich mich mal im Wiki schlau gemacht. Ich zitiere: Hunger verringert die Schmecksschwelle von Zucker und Chinin, also bitter, während die Wahrnehmung der Geschmacksreize salzig und sauer dadurch nicht verändert wird. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es beim Hunger evolutionär gesehen nur auf diese beiden Geschmäcker ankommt. Giftig ist, was meist bitter ist, und süß, was gegessen werden will. Wobei, das stimmt aber nicht immer. Die Tollkirsche zum Beispiel ist giftig und trotzdem süß. Und der frühere Rosenkohl war bitter bis in die 90er und trotzdem essbar. Warum bis in die 90er? Naja, der Stoff für die Bitterkeit wurde aus dem Rosenkohl herausgezüchtet. Das Ding aber auch ist, sobald man wirklich Hunger hat, also etwas, was wir kaum noch verspüren, dann gehen ohnehin 70% der Gedanken am Tag für das Essen drauf. Darum schätze ich, dass das auch in gewisser Weise ein psychischer Grund ist, warum es viel, viel besser schmeckt. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Oh, warte mal, das habe ich nicht richtig gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.